Ich habe jetzt bei meiner R45 hier gemerkt, dass der Neutralschalter, Leerlaufschalter hier undicht ist. Die werden manchmal in der Mitte undicht, also das Öl wandert dann durch das Gehäuse durch, nicht an der Dichtung vorbei. Das kann man sehen dadurch, dass das Getriebe trocken ist. Die kleine Stelle, die man da sieht, dieser schwarze Punkt, das ist das Öl. Und jetzt versuche ich, den zu wechseln, ohne das Getriebe auszubauen. Und zwar löse ich hier die Motorhalterung, den Bolzen rausgezogen und werde jetzt das mittlere Rohr ausmachen. Das hat hier eh einen kleinen Kratzer, das will ich auch nochmal, jetzt ist die Taschenlampe ausgefallen, das will ich eh nochmal lackieren, das sieht ja unschön aus. Und dann versuche ich dann von hier unten ranzukommen und den zu wechseln. Das Öl muss man natürlich vorher ablassen. Mal sehen, ob es klappt. Ja, dieses Aluminiumrohr sitzt immer ein bisschen fester, deswegen einfach einen Schraubendreher mit einer Socke nehmen, damit der Lack nicht verkratzt wird. Und das kann man dann damit raushebeln. Beim Einsetzen werde ich noch die Stirnflächen etwas abfallen, dass es etwas leichter reingeht wieder. Hier kann man es jetzt auch nochmal schön sehen. Ich guck mal. Der Schalter ist undicht. Da an den Kontakten kommt es raus. Die Dichtscheibe selbst ist trocken. Und da tropft es hin, also kommt es auch nicht aus der Kupplung hinten raus oder aus dem Getriebe. Dann versuche ich jetzt das Öl abzulassen, den Schalter rauszudrehen und ich habe einen neuen Leerlaufschalter bestellt hier. Kostet ja nicht viel so ein Teil. Und dann machen wir das hier schön sauber. Und hoffentlich ist das dann alles top. So, ich habe es jetzt doch abgedreht, weil ich zu faul zum Feilen war. Sieht natürlich auch schöner aus. Auf beiden Seiten ein bisschen. Es passt jetzt schön hier rein, ohne Gewalt. Man sieht jetzt noch die Stellen, wo ich es gespannt habe in der Drehmaschine, aber es wird ja eh lackiert. Zack. Den Öldruckschalter haben wir auch neu bestellt, weil da ist das gleiche Problem. Es kommt Öl aus dem Steckanschluss raus. Man sieht außenrum alles schön sauber. Kein Öl zu sehen. Also hier. Und deswegen tauschen wir den auch noch. Das ist aber eine kleinere Sache. Neuer Öldruckschalter ist drin. Wir werden das noch sauber machen, etwas vorsichtig hier. Dann die nächsten paar Stunden mal beobachten. Wichtig ist auch jetzt das Motoröl nochmal zu kontrollieren. Es ist zwar nicht die Riesenmenge rausgeflossen, aber sicher ist sicher. Gute alte Reinigungslocke. Ich werde jetzt den Leerlaufschalter rausdrehen. Man sieht auch schon, an der einen Seite ist auch noch der Kontakt abgebrochen, also der ist eh fällig gewesen. Den Lappen bereitlegen, den neuen Schalter bereitlegen und dann direkt wechseln. Dichtscheibe natürlich nicht vergessen. Manchmal klebt hier am Getriebe. Abmachen, neue Dichtscheibe nehmen. Und so. Neuer Schalter rein. Das sieht eigentlich ganz passend aus. Mit der linken Hand ist es wieder mal super doof hier. Und reinschrauben. Und natürlich auch hier vorgeschriebene Drehmoment beim Anziehen verwenden. So, Kabel anstecken nicht vergessen. Geht jetzt noch besser, weil die Aluhülse hier fehlt. Und dann direkt mal testen, ob der Leerlauf am Tacho angezeigt wird. Funktioniert, würde ich sagen. Dann kommt unser Bolzen vom Motor wieder rein. Den Motor habe ich leicht angehoben von unten, damit der Bolzen besser
reinflutscht. Habe ich das hier zu tief gemacht? Das ist natürlich doof. Ein bisschen höher muss es. So. Der geht jetzt wunderschön rein, sogar ohne Hammer. Jetzt brauche ich auch. Und hier kommt dann, wenn wir es finden, da, es liegt schon wieder so viel Kram herum, die Mutter drauf mit vorgeschriebenen Drehmoment anziehen, Standardsatz. Und dann ist das alles fertig soweit. Getriebe. Hier ist noch ein bisschen Ölrest. Getriebeöl einfüllen, nicht vergessen. Dadurch, dass das Getriebeöl vielleicht 1 Kilometer alt war, verwenden wir es nochmal. Sieht ja sehr, sehr schön noch aus. Und dann ist hoffentlich alles dicht. Und wir wissen, dass man ja, hier ist aber ganz schön dreckig. Ein Leerlaufschalter kann gewechselt werden, ohne das Getriebe auszubauen.